Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell, deswegen verlinke ich euch nochmal hier Teil 1, damit ihr wisst, um was es eigentlich geht. Hier drin befindet sich das Endprodukt, ihr habt es ja schon mal kurz gesehen, und das ist alles, was übrig geblieben ist. Gut, ich würde sagen, wir legen gleich los. Schatten. Vor dem Zusammenbau habe ich mal probehalber den Pin, der die Klinge im offenen und geschlossenen Zustand stoppt, und die Achsschraube lose angebaut. Beim Schließen trifft die Klingenspitze auf die hintere Schraube. Das ist meines Erachtens eine Fehlkonstruktion. Meine Lösung dafür war das Einsetzen eines Spacers, der verhindert, dass die Klingenspitze auf die hintere Schraube trifft. Ich habe hinten jeweils ein Loch in die beiden Liner gebohrt und ein Stück Leder, also in diesem Fall den Spacer, mit einer Madenschraube direkt auf dem Liner verschraubt. Das geht relativ einfach bei Aluminium, da braucht man bloß eine Metallschraube in Aluminium, da kann man selbst ein Gewinde drehen. Das hält auf jeden Fall besser als ein Pin. Ursprünglich wollte ich Vinyl als Griffmaterial, habe mich aber dann doch für Leder entschieden. Der alte Feuerwehrgürtel, der auch schon das Footprint Hacking Knife mit einem Griff beglückte, wurde wieder rausgekramt. Also abmessen, durchschneiden, das Leder wässern, dass es sich etwas leichter bearbeiten lässt. Zudem war das Leder ziemlich gewellt, also presste ich das feuchte Leder zwischen zwei Restholzstücken mit Klemmzwingen zusammen. Und nach einer Weile sieht man hier, das 5 mm dicke Leder ist flach und gerade und es ist auch wirklich stabil. Danach die Liner anzeichnen und ausschneiden. Das Anpassen habe ich mit einem Schnittset gemacht, das ging wirklich ziemlich gut. Die genaue Anpassung erfolgte dann mit diversen Schleifpapieren. Ab Werk kommt das Kitset mit einer Flachschliffklinge, deren Schneide nicht scharf ist. Selber scharfen ist also angesagt. Die ungeschliffene Schneide hat ca. 0,5 mm Dicke, die man irgendwie scharf kriegen muss. Ich habe für den Schleifprozess Schlüsselfallen verwendet. Das ist zugegebenermaßen etwas unkonventionell, aber ich habe eine für mich akzeptable Gebrauchsschärfe hinbekommen. Tja, und was hat es jetzt mit diesem mysteriösen Loch im vorderen Bereich des Griffes auf sich? Im vorderen Bereich bohrte ich ein Loch in beide Liner, bzw. durch den ganzen Griff. Zusätzlich nahm ich ein Stück Draht eines Kleiderbügels und bog ihn in eine L-Form. Man kann dieses L jetzt durch den ganzen Griff schieben und hat somit ein Sicherheitsfeature gegen versehentliches Einklappen des Messers. Die Idee habe ich vom CRKT Churnia übernommen. Ja, finde ich so ganz praktisch. Ja, das Kitset vom Sword Peasant Knife meinerseits eine Empfehlung. Das hat richtig Spaß gemacht, schöner Zeitvertreib. Die Ledergriffe sind richtig bequem, tolle Haptik, fasst sich richtig super an. Ansonsten, ja, es macht einfach Spaß. Die Klinge habe ich noch brüniert. Man muss natürlich einiges beachten, also dass zum Beispiel die Klinge hier im Normalfall gegen diese Schraube stößt, ist nicht so ganz ideal. Allerdings kann man sich ja da was einfallen lassen. In meinem Fall war das dieser Backspacer bzw. Spacer aus Leder. Der hat mir dann auch gleichzeitig ermöglicht, auf mindestens 2 Pins zu verzichten. Also 3 werden wohl empfohlen, 5 werden mitgeliefert. Ich habe lediglich nur einen drin. Das ist der, der die Klinge im geöffneten und im geschlossenen Zustand hält. Ich habe hinten noch die Madenschraube, die hat allerdings keine stabilisierende Wirkung. Die hält wirklich nur den Backspacer, mehr macht die nicht. Ja, ansonsten muss man auch wissen, dass man die Klinge selbst schleifen muss. Das ist auch nicht jedermanns Sache, ich muss mich da auch durchkämpfen. Also mehr schlecht als recht habe ich es mit den Schlüsselfallen irgendwie hinbekommen, aber ich habe es geschafft. Also insofern. Dann muss man noch sagen, das ist ein Friction Folder der sehr sicheren Sorte. Wir haben einen sehr langen Hebel hier und der frisst sich so richtig schön in die Handinnenfläche. Also da kann nichts passieren im Normalfall. Falls man auf wirklich 100% sicher gehen möchte, kann man hier diesen kleinen Hebel reinmachen. Der blockiert die Klinge sehr sicher. Ich habe hier vielleicht 2-3 mm Spiel, mehr ist es nicht. Und einklappen geht hier gar nicht. Zudem ist da noch eine Öse drin, kann man also auch am Schlüssel tragen.
ja, wie gesagt, eine Option, wenn man das möchte. Ansonsten, ja, das war's dann auch, würde ich sagen. Ne? Dann folgen jetzt noch ein paar Bilder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.